Ja, guten Morgen, everybody. Ich bin jetzt gestern Abend noch in Canuelas angekommen. Ich glaube, ich konnte es zeigen. Aber danach war es einfach zu dunkel, um Aufnahmen zu machen. Es war wirklich ein sehr ruhiger Spot. Ich bin der Einzige, der hier den Stellplatz aufgesucht hat. Jede Menge Hunde, Tiere. Die Nacht war, etwas mittelmäßig. Habe nicht so gut geschlafen, muss ich mich wahrscheinlich erst wieder dran gewöhnen. Gestern Abend hatte ich noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Strom, weil das mit dem Juice Booster direkt hat nicht so geklappt. Dafür war der Anschluss zu schwach und auch das Kabel zu schwer. Dann habe ich die Lösung gesucht, ein normales 220 Volt, also ein ganz normales Kabel, in die EcoFlow, also in die Powerstation, und von der Powerstation aus dann in den Tesla. Und das funktioniert. Das ist nicht das Problem. Heute ist unser erstes Ziel Tandil. Das ist ungefähr 300 Kilometer entfernt. Von der Reichweite kein Problem. Dort sollen Ladestationen sein, 11 kW. Aber ich denke mal, jeder Schritt, der mich weiter südlich bringt, ist ein Schritt mehr. So, machen wir unseren Weg. Erstmal in die Stadt Canuelas. Schauen wir, ob wir etwas Geld abheben können. Vielleicht können wir auch etwas anderes noch einkaufen. Ich versuche erstmal hier rauszukommen. Ja, Geld abheben bei Western Union war jetzt nicht so erfolgreich. Sie hatten gar nicht so viel Geld da. Hätte jetzt noch eine Stunde warten können. Aber ich dachte mir, dann kann ich besser losfahren und vielleicht in Tandil versuchen, Bargeld abzuheben. Ja, jetzt kommen schon meine ersten Offroad-Erfahrungen hier. Aber das ist deswegen, weil ich immer noch die Mautstraßen vermeide. Scheinbar führt es dann über solche Wege nur hin. So, ich glaube, jetzt gleich bin ich wieder auf normalen Asphalt. Ja, wir haben jetzt noch 22 Kilometer bis nach Tandil. Uhrzeit 2 Uhr nachmittags. Ich werde auf jeden Fall heute nicht mehr weiterfahren, weil der nächste Ort, Piruenco, ist nochmal 4 Stunden weiter weg. Und ich muss noch laden, das ist das Problem. Wir sind jetzt bei 15%. Ja, es hat angefangen zu regnen, aber ich kann auch schon ein paar kleine Hügel sehen am Horizont. Ich weiß nicht, ob man die auf dem Bild sieht. So, wie sieht es jetzt in Tandil? Ich werde jetzt erstmal Western Union aufsuchen, vielleicht etwas Geld bekommen. So, stellt sich heraus, das System war gesperrt, war wahrscheinlich schon zu spät am Samstagnachmittag. Richtung Fragata Sarmiento starten. Okay, dann werden wir mal schauen, ob wir Strom bekommen. Irgendwo. Ich glaube, jetzt sind wir schon was im Bergischen angekommen. Die Berge, die wir vorhin am Horizont gesehen haben, da sind wir jetzt mittendrin.
erste Erfahrung mit Matt. So, okay, so sehen meine Reifen aus. Ja, so viel zu All-Terrain-Reifen. So, wir sind jetzt nicht weit entfernt, noch 8 Kilometer von unserem heutigen Ziel. Pehuenco. Ich glaube, so wird es ausgesprochen, keine Ahnung. Es liegt direkt an der Atlantikküste. Und dort werden wir dann auf einem weiteren Campingplatz übernachten. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. El lugar lo elige usted, puede ser por acá. ¿Eh? Sí, sí, Ahora aquí. así, exacto. Baños de ese lado, tiene baños y ducha. Okay. Dale. Sí. Bueno, muchas gracias. So, ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz in Pehuenco. Ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen. Ist recht angenehm hier, recht ruhig. Ich kann auch laden, gar kein Problem, 2 kW pro Stunde. Ist quasi wie zu Hause. So, und wollte ich jetzt mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Ja, zum gestrigen Tag oder Abend noch 2 Sätze. Also ich war ja in Tandil, habe dort versucht, dann bei Western Union Geld zu bekommen, was nicht funktioniert hat, was am Samstag schon zu spät war. Dann hatte ich überlegt, ob ich in einem relativ teuren Hotel übernachten sollte, die eine Wallbox hatten. Bin ich dahin. Wir hatten natürlich kein Zimmer frei. Aber wenn ich im Restaurant was esse, dann könnte ich diese Wallbox benutzen. Das fand ich sehr nett und sehr lieb von ihnen. Die haben auch schon geschaut, ob in Nachbarhotels irgendwelche Zimmer frei wären. Leider nur zu exorbitant hohen Preisen. Was der Angestellte selbst für zu teuer hielt. Und ja, aber das Positive war, ich konnte so lange laden, wie ich wollte. Was ich dann auch gemacht habe. Also ich habe dann um 11 Uhr das Laden beendet. Habe davon kein Video gemacht, weil es eigentlich zu dunkel war. Ich glaube, ich habe 1 oder 2 Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Mal gucken, ob das was wird. Wollte dann an einem kleinen See, der gemäß Park 4 Night ruhig, sicher und angenehm ist, übernachten. Aber da war dann am Samstagabend die Hölle los. Etliche Jugendliche haben da ihre Autos gezeigt, Mopeds gezeigt und rumgefahren hin und her. Da war an Schlaf und Ruhe nicht zu denken. Also bin ich da wieder abgehauen. Habe dann irgendwo auf dem Weg nach diesem Ort hier Rast gemacht auf dem Parkplatz näher an der Tankstelle zwischen 2 LKWs übernachtet. Vorteil war, dass ich relativ früh hier war. Ja, so viel dazu. Der Weg eigentlich bis nach Tandil und bis quasi hierhin ist eigentlich nicht so berauschend, aber das werdet ihr ja in diesem Video sehen. So, das ist jetzt der Weg zum Strand. Da bin ich jetzt. Am Atlantik. Ja, ist ziemlich einsam hier.
Ich dachte, sonntags wäre hier mehr los, aber das ist wohl nicht. So, da ich auch ein bisschen Hunger habe und heute noch gar nichts gegessen habe, habe ich jetzt gerade erstmal eingekauft. Ein bisschen Brot, ein Baguette, ein halbes, ein bisschen Salami, Käse.